Ja, hallo, schönen guten Mittag, liebe Freunde. Heute wieder zu einem Porsche-Dreh. Das heißt, es ist was ganz Besonderes für unsere Porsche-Fans. Viele sagen, er ist nur 911er, gibt es eine ganze Menge. Aber das hier ist ein Porsche GT2 RS mit über 600 PS. Das Auto ist gebaut worden im Jahr 2010 und das ist eine Rarität, weil nur 500 Stück davon gebaut wurden. Das ist der schnellste geschaltete 911er, der jemals gebaut wurde, und sowas gibt es heute nicht mehr. Heute ist ja nur eine Automatik angesagt oder diese Tiptronic. Also das ist ein Wahnsinnsauto, und das Tolle ist, er kommt aus einer Sammlung, er ist aus erster deutscher Hand, hat original 13.000 Kilometern gelaufen und ist wirklich fast neuwertig. Und das Schöne, er ist nicht silber oder schwarz oder weiß, wie sie fast alle sind. Er ist in dem seltenen indisch-rot, und damit sieht der Wagen wunderschön aus. Also vielleicht mal ganz kurz ein kleiner Blick nach innen. Ihr werdet es ja auch gleich sehen, wenn wir fahren damit. Guck mal hier, dieses tolle rote Leder, zweifarbig rot-schwarz. Dann außen in Rot, hier alles Kevlar. Also das ist ein absoluter Leckerbissen. Und ich kann euch sagen, der Wagen ist heute noch verhältnismäßig preiswert. Das ist absolut was für eine hochwertige Sammlung, denn diese Autos mit diesen Leistungsdaten, die werden steigen. Es gibt nur 500 davon. Er hat 620 geschaltete PS, läuft 330 Spitze, also die ganzen Daten sind absoluter Wahnsinn. Und was das Auto kann, das zeigen wir euch. Jetzt fahren wir mal zusammen. Also los geht's. Heute wenigstens trockenes Wetter auf der Straße. Wir haben ja einen der schärfsten Porsche, die es überhaupt gibt, mal vom Porsche Carrera GT abgesehen. Aber da habe ich gesagt, den nehmen wir auf die Straße. Hätten wir zwar auch eine Standmoderation machen können, aber so ein GT2 RS, man möchte ja meinen, GT3 RS ist schärfer. Nee, schärfer ist der GT2 RS, muss man wissen. Mit über 600 PS und dann hier mit einer Sechsgangschaltung. Schaut euch das mal an hier vorne. Also ich lasse ihn erstmal ein bisschen warm werden, bevor ich da mal so ein bisschen mehr Gas gebe. Das ist natürlich ein völlig sensationelles Auto. Was ich hier besonders schön finde, der hat eine super Ausstattung, der Wagen, hat einen Käfig, könnt ihr hinten sehen. Dann hat er diese tollen Schalensitze, höchstwertig gemacht. Es gibt noch 500 Stück, die davon gebaut wurden. Da vorne rechts könnt ihr die Plakette sehen, welches Auto uns das ist. Oder drängelt uns gerade ein Opel da hinten. Ja, das ist auch selten. Aber hier sind 60 und hier stehen sie immer im Wald, und da halte ich mich lieber dran. Kraft haben wir genug. Ich denke mal, das wird er auch gleich merken da hinter uns. Ja, ist ein total fantastisches Auto, ist gebaut worden im Jahr 2010. Die sind ja nur ganz kurz gebaut worden, und heute gibt es so einen Wagen nicht mehr. Es gab dann da zwar noch mal danach einen GT2 RS, aber nicht mehr den hier. Und ich glaube, das ist der spannendste von allen, weil er hat halt eben diese Schaltung, läuft damit 330 Sachen, ist in 3,5 Sekunden auf 100. Und ja, ich weiß gar nicht, welches Drehmoment er hat, aber ich kann euch sagen, ausreichend. Man muss richtig aufpassen mit dem Teil. Der hat eine unbändige Kraft, die auch sofort zupackt auf der Straße. Ich hatte eben den Eindruck, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich gerade über Schlamm gefahren bin. Der machte kurz so, als ich losgefahren bin. Also ich kann euch nur sagen, ihr müsst vorsichtig Auto fahren mit dem Wagen, weil über 600 PS mit Schaltung. Ich weiß gar nicht, wer sowas überhaupt noch hat. Also er hat es ja auf jeden Fall. Ja, jetzt schaut mal hier. Mach mal an. Hier vorne Temperatur, wir haben gerade 4 Grad, ist ziemlich frisch, 15 Uhr. Halber Tank so ungefähr. Da oben Wassertemperatur. Das ist Tachometer unten mit Digitalanzeige. Hier links, er hat 13.388 gelaufen, ist erster Hand. Das Auto ist wirklich neuwertig, ist von älteren Herrschaften, die eine sehr schöne Sammlung haben.
die aber jetzt gesagt haben, können wir alle nicht mehr bewegen. Das erlebe ich öfter, wenn so Herrschaften 75 und älter werden, dann wird dann doch das eine oder andere Mal verkauft. Und da bekommt man natürlich teilweise diese tollen Autos aus erster Hand mit wenig Kilometern. Und das ist hier so einer. Und ihr könnt sicher sein, dass das Modell noch erheblich anziehen wird am Preis, wie wir das im Moment überhaupt merken. Preise ganz stabil, leicht steigend und besondere Autos gehen so hoch, sind auch sofort weg. Wir haben diverse Porsche die letzte Zeit verkauft, wenn die besonders sind, wenn die scharf sind, wenn die selten sind und dann im Top-Zustand, geht gleich weiter. Das hier ist auch was für eine Sammlung. Ich glaube nicht, dass wir ihn sehr lange haben. Ja, man merkt sofort hier, was hier für ein Dampf kommt, ne? Ja, das ist also wirklich... Er dreht bis fast 7000 Umdrehungen. Wenn wir dann nachher mal gucken, dann muss er auch im Öl erst ein bisschen warm sein. Auch dieses schöne Lenkrad übrigens hier, schaut mal hier, aus Velurleder, toll gemacht. Sehe auch im Detail wirklich schön gemacht. Wenn man möchte, kann man das noch ein bisschen reinigen. Das ist natürlich sehr empfindlich. Haben wir jetzt nicht gemacht. Aber also so vom Fahren her und vom ganzen Feeling ein absolutes Sportgerät. Irres Auto, fahren wir da links ab, klebt total auf der Straße. Ich habe ein super Gefühl und ich weiß, ich habe einen Wagen, der eigentlich 11 Jahre alt ist. Ist ja immerhin vor 11 Jahren gebaut worden, aber immer noch neuwertig, das Auto. Und dann mit dieser super schönen Ausstattung, alles ganz Leder, feine Nähte hier oben, hier Velurleder. Hier vorne hat er das Navi, das war damals ein Touchscreen-Navi extra auch. Dann diese sehr wertvollen Schalensitze, die braucht man hier, meine ich auch, weil der so unglaublich losgeht. Ja, und dann diese tolle Farbkonstellation. Also bei Schwarz ist ja bekannt, gehen die Formen weg beim Auto. Er ist hier rot, das ist nicht so das ganz grelle Rot, es ist ein bisschen gedeckter und innen rot auch, finde ich total toll. Also ist schick ausgestattet. Und ich kann euch sagen, dass wir so einen Wagen vor einem halben Jahr ungefähr für über 400 verkauft haben, aber mit wenig Kilometern. Aber er liegt also eher bei 300 als bei 400. Aber ist preislich hochinteressant und ist eine Rarität und hat wenig gelaufen. Also ich denke, für jemand, der sagt, ich habe noch ein paar Euros liegen, möchte mir Weihnachten was Gutes tun oder auch ein bisschen Investment. Wir haben ja gerade eine ganz starke Inflation, der liegt hier richtig mit dem Auto. Da wird kein Euro kaputt gemacht. Ich habe das ja letztes Jahr, wer es mitbekommen hat, mit den G-Modellen von Mercedes noch gesagt, Cabrio, da kostet den ja Autos 220.000, 230.000. Wie ich gesagt habe, die kosten heute über 300 und ihr kriegt gar keine mehr. Ja, ihr habt das vielleicht mitbekommen, das wollte ich euch noch mal kurz sagen. Mittlerweile ist unser Laden in Hamburg eröffnet worden. Das ist so ein bisschen inoffizielle Eröffnung. Aber wir haben da die ersten Autos, die ersten 6 Autos sind da. Nächste Woche kommen 2 LKWs voll. Also das geht da richtig los. Ihr wisst ja, wir sind da richtig am Hamburger Flughafen, direkt vorne. Wenn es da abends dunkel ist, können wir die Flugzeuge starten und landen sie direkt an der Startbahn. Ist irre, ja. Und macht mir total Spaß. Ich bin auch fast jede Woche da oben. Wir wissen jetzt auch, wie und wo wir da die Filme machen. Und es sei nochmal was gesagt, was ich wichtig finde. Wir suchen ein paar nette Kollegen noch für unser Team. Für Bayern haben wir einen Kollegen jetzt gefunden hier unten. Wir brauchen für Hamburg aber noch 2 Fahrzeugpfleger und einen wirklich guten, engagierten Verkäufer, der Lust hat, mit uns zu wachsen. Also es ist ein Laden da oben, da passen über 100 Autos rein. Wir haben die beste Lage. Vorher war da Bugatti, Bentley und McLaren drin. Das heißt, der Laden ist ja wirklich etabliert. Und die Autos, die wir im Moment angeboten bekommen, sind echt klasse. Also ich sage mal, da könnt ihr euch drauf freuen. Ich versuche euch möglichst viel per Film zu zeigen. Jetzt machen wir die Woche noch 2 Filme, aber es soll ja schneien. Bei Schnee können auch wir nicht filmen. Also so eine Sache. Ja, also jetzt sind wir hier. Boah. Also hier muss man Auto fahren können, das spürt man. Der hat eine unbändige Kraft. Der geht ja los wie ein Löwe. Hat übrigens auch diese schöne alte Form, was mir gefällt. Ich finde, dass die neuen Porsche heute ein bisschen zu breit und ein bisschen zu ausladend geworden sind. Aber das ist noch so ein richtiger Klassiker hier. Aber werden auch nicht mehr gebaut. Ne? Das ist schon mittlerweile über 10 Jahre wieder her. Zustand ist sehr, sehr gut bei dem Auto. Was verbraucht so ein Wagen? Tja, also das hängt, glaube ich, sehr an der Geschwindigkeit. Man kann hier wahrscheinlich mit 9 Litern fahren. Ich denke, man schafft auch 17. Irgendwie sowas dazwischen. Aber so ein Wagen ist ja eigentlich auch was für die Rennstrecke. Also wer sowas wirklich haben möchte, da kann man richtig Stoff mitgeben. Also ist ein tolles Teil. Ich versuche mal kurz hier auf die Wiese zu fahren. Da können wir immer noch mal schön drumherum gehen. Zeigen wir euch mal so ein bisschen, wie der aussieht in jedem Detail. Ah ja, da ziehen sich langsam die Wolken zusammen. Der Weihnachtsmann und der Winter ist auf dem Wege zu uns. Handbremse. Ja, was ist hier zum Inneren noch zu sagen?
Machen wir mal kurz hier den Deckel auf. Wie gesagt, Checkheft gepflegt. Hier vorne Bordmappe, das ist alles dabei. CDs. Hier vorne Touchscreen, Handy, Navigationssystem, Quatsch, Handy. Klimaanlage hat er natürlich auch logischerweise. Ja, und sonst alle Optionen. Hier Gewichtsersparnisgründen. Der wiegt übrigens 200 Kilo weniger als ein Turbo S. Das ist eine ganze Menge. Wiegt also 1,4 Tonnen, obwohl 1,4 Tonnen immer noch viel sind. Aber über 600 PS sind das nicht mehr viel. Und an solchen Details merkt man es. Also hier kann man aufmachen, hat aber sonst Airbag. Hier sieht man es überall. Also sicherheitstechnisch ein super Auto. Nur bei den PS vorsichtig fahren. Ach Gott. Das ist unser Porsche GT2 RS. Toller Zustand, hier vorne Carbonhaube. Man hat da nur die teuersten Materialien verwendet. Auch hier vorne Lüftungsgitter, auch Carbon. Unten der Spoiler ist aus Carbon. Dann hat er, was völlig charakteristisch ist bei diesem Wagen, hinten diesen riesen Spoiler, woran ihr den Wagen sofort erkennen könnt. Oben auch mit Carbonlippe übrigens hier. Hier steht es, GT2 RS. Das sind halt die 620 PS. Die ihn tierisch beschleunigen. Man sieht aber noch das etwas ältere Modell, da wo es die Schaltung noch gab. Von außen kann man gut sehen, den Käfig innen hat er natürlich auch. Und klassisch zu erkennen, eine Vierfach-Auspuffanlage hinten, also 2x2. Man muss, wenn man entfährt, ich habe das gemerkt beim Beschleunigen, das Auto echt festhalten. Also der hat eine dermaßen Kraft mit der Schaltung, aber macht total Spaß zu fahren. Und was ich gut finde, dass er rot ist. Das steht dem Auto unheimlich gut. Rote Rautes ist ja immer so eine Sache, aber diese hier, die gab es in Silber, die gab es in Schwarz oder in Weiß. Also naja, aber rot sieht der toll aus, vor allen Dingen auch mit den schwarzen RS-Felgen, Zentralverschlussfelgen könnt ihr sehen, mit den gelben Bremssätteln. Also das sieht einfach klasse aus, der Wagen. Und es gibt von denen, das wissen wir nur eine Handvoll von, ganz, ganz wenige in Rot. Und wir beim BMW Z8 heute auch, die Farbe bestimmt über den Preis. Und wenn ihr da ein silbernes Auto kauft, beim Z8 zum Beispiel, kostet er vielleicht 220.000. Und das gleiche Auto in Blau kostet 300.000. Wenn es eine seltene Farbe ist, immer gleich viel teurer. Und das ist hier auch so. Das ist ein echter GT2 RS und einer von den ganz gesuchten. Den haben wir hier, ich sage es nochmal, erster Hand, erst 13.300 originale Kilometer. Auto ist Checkheft gepflegt, unfallfrei, super Zustand, kommt aus einer Sammlung, ist nur wenig bewegt worden. Und das ist ein Highlight für eine Sammlung. Wie gesagt, GT3 gibt es eine ganze Menge, aber GT2 RS eben nicht. Und das ist ein GT2 RS. Faszination pur, das haben sie bei Porsche immer geschafft und das ist von allen tollen Porsche-Highlights sicherlich das Highlight. Es gibt ja dann noch einen Carrera GT, natürlich auch irre mit seiner 10-Zylinder-Maschine und die Autos kosten mittlerweile mehr als das Doppelte wie er hier. Und er hat ja fast die gleiche Leistung hier. Und ist halt ein klassischer 911er. Tja, tolles Gerät. Wir haben jetzt mittlerweile tief November hier, also wir müssen ein bisschen gucken, dass wir uns auch bald wärmer anziehen. Heute machen wir ja ein geschlossenes Auto, aber es kommen noch mal wieder ein paar richtig tolle Vorkriegsautos die nächste Zeit zu uns. Die wollen wir auch drehen, da wird es natürlich frisch dann draußen. Aber solange das Wetter sich noch so einigermaßen hält, geht es ja auch. Ja, Porsche Carrera GT2 RS, das ist ein GT2 RS. Merkt euch, das ist eine absolute Besonderheit mit über 600 PS und 6-Gang-Schaltung hier vorne. Kann ich nur wirklich empfehlen. Das ist noch so eine richtige Urrakete. Die Porsche heute, die haben wir ja auch schon gehabt und verkauft, die sind ein bisschen moderner. Das vermittelt einem nicht mehr so dieses brachiale Gefühl. Das ist auch irre, aber das ist hier irgendwie noch eine andere Sache. Also das ist irgendwie noch so ein richtiger 911 hier. So die neueren Sachen, also weiß ich nicht. Ich finde das cooler hier. Naja, muss hier echt aufpassen. Der geht ja dermaßen los. Der geht ja dermaßen los hier. Also das ist ja Wahnsinn. Und man ist natürlich nie auf einer Rennstrecke, ist immer öffentlicher Verkehr. Ja. Wahnsinnsding, Wahnsinnsding. Ich mache mal die Lichter an. Sicherheitshalber. Teil des Teils. Ist ja toll, der klebt total auf der Straße. Also man hat wirklich das Gefühl, man klebt auf der Straße. Ja. Er weiß, was Beschleunigung heißt. Alles sehr edel. Hier 2 Fensterheber hat er logischerweise auch.
Da sind die elektrischen Spiegelchen, kann man elektrisch einstellen. Sehr, sehr aerodynamisch geformter Außenspiegel, links und rechts. Da geht die Luft durch in der Mitte, schon toll gemacht. Auch alles aus Carbon übrigens. Ja, hast du das gemerkt? Der geht weg. Also, oh. Hat er nicht ASR oder so? Haben sie das vergessen hier bei dem Auto? Naja, er muss also wirklich, wenn man in einer Kurve beschleunigt, kann es sein, dass er das Heck plötzlich überholt. Ne? Also man muss hier schon wirklich aufpassen. Ist natürlich also für Nürburgring super so ein Wagen. Auf der anderen Seite ist er natürlich als Sammlerstück schade, wenn er den so richtig hernimmt und der fliegt mal ab ins Kiesbett, schade drum. Ne? Also muss man halt wissen. Aber wenn es hier toll geradeaus geht, mal so richtig Autobahn hier, so Richtung Irschenberg. Also wäre wahrscheinlich, müsste nur leer sein. Ne? Aber ich glaube da, also fährt 330 echte Sachen. Tacho geht ja bis 350, also das stimmt auch, was da drauf steht. Das schafft er auch. Man merkt auch, dass der binnen Sekunden sonst wo ist, die Nadel. Tolles Ding. GT2 RS von Porsche, 2010 gebaut und dann in dem Zustand wenig Kilometer. Ich weiß, dass den Besitzer hat ihn nie richtig voll eingesetzt. Er hat also eine Sportwagensammlung mit sehr vielen Autos. Ich habe schon einige verkauft für ihn. Alle immer im Top-Zustand gewesen. Da hat es einfach gesammelt über Jahrzehnte und gibt nun so ein bisschen ab. Also Autos immer sehr, sehr gepflegt und nie richtig mal Nürburgring Nordschleife oder so hat er nicht gemacht. Ne? Tja, tolles Auto, aber relativ bequem. Der hat zwar die harten Schalensitze, aber ich finde, dass er gut gefedert ist. Ne? Also so richtig bretthart ist anders, finde ich gar nicht so unangenehm. Kann man gut fahren. Ich glaube auch weitere Strecken. Ob man dazu einen GT2 RS nun braucht, ist jetzt eine andere Frage, aber macht sicherlich Spaß, sowas mal Sonntagmorgens um 5 rauszuholen. Wenn Greta und ihre Freunde noch schlafen. Ja, aber wie gesagt, Spaß muss sein und sowas macht ja auch wirklich Spaß. Und sowas mit Elektrofahren, ich weiß nicht, ob das Spaß macht. Also das hier ja. Naja. Kraft ist im Überfluss, weil das kann ich mir bei Batterie nicht vorstellen. Ne? Das begeistert nicht so. So, da sind wir am Beuerberg. Eine kurze, aber sehr einprägsame Probefahrt. Hat mir echt Spaß gemacht. Da biegen wir ab. Ja, Jungs, guckt euch den Film an. Ich schätze mal, der dauert 20 Minuten. Sicherlich interessant, was so ein GT2 RS alles kann. Wir haben jetzt als nächstes einen 911R mit nur 3000 Kilometern. Den drehen wir morgen, wenn das Wetter mitmacht. Wird dann auch in Kürze hochgeladen. Bis dahin sage ich euch erstmal alles Gute. Tschüss. Bleibt gesund, muss man ja neuerdings auch wieder wünschen. Corona ist ja wieder ein bisschen zurück. Aber wir machen weiter hier. Alles Gute, freue mich auf bald. Euer Stefan Luftschwitz und ciao.